Sliders, Staffel 3, Folge 12. Fröhliche Weihnachten, ja. Spoileralarm an der Stelle. Von der Dschungelrealität, ganz USA ein Dschungel ist, sliden die Sliders weiter in eine neue Realität. Es ist dort in dem neuen Universum, wo sie gelandet sind. Weihnachten, ja. Sliders gehen in eine Kirche, die quasi glasmäßig ausgebaut ist und sehr viel Helligkeit zulässt und angenehme Atmosphäre ausstrahlt. Ja. Eine Frau gibt Max und Professor Arturo ein Baby in den Arm und sagt, sie möchte nur Kerzen anzünden. Also bitte geschwind auf das Kind, auf das Baby aufpassen. Die Sliders kümmern sich rührend um das Baby und sagen auch, dass das Baby die positive Seite aus Max und Professor Arturo rausholt. Die Frau verschwindet dann. Max und Professor Arturo sieht, wie die Frau wegrennt und verfolgt sie. Die geht dann in den Linienbus rein und ist verschwunden. Sie finden dann raus durch den Pfarrer, wo die Frau arbeitet. Und der Pfarrer hat Bedenken, dass man die Frau wieder finden kann. Und wollte schon das Baby im Institut abgeben. Ja. Und Art Waisenhaus und der Max Professor Arturo, bis man vielleicht die Frau wieder finden können, dann auch. Und Max Professor Arturo sagt, sie reisen weiter 2 Tage, er findet die Frau. So und ja, Sie wissen ja, wo die Frau arbeitet. Und das ist ja über die Wolke ein riesiger Shopping-Center, eigentlich sogar eine riesige Stadt, die auf die Wolke schwebt und man die Stadt nur mit riesen Rolltreppen erreichen kann. Ja. Die Stadt hat quasi hauptsächlich besteht auf Einkaufsmeilen, also Shopping Malls, hat aber auch eigene Schulen, eigene Kindergärten, mehrere Feuerwehrs, riesige Gastronomie, ist also quasi eine Stadt, die im Himmel schwebt. So. Wenn sie mit Special Effects richtig super hinkriegt, das hat er Sliders in viele Folgen bewiesen, dass die Special Effects in den Filmen auf die nächste Ebene pionierhaft tragen, revolutionärhaft und pionierhaft. So wie das bei Terminator, bei den Terminator 1 und 2 haben die auch geschafft, um neue Dimensionen der Science-Fiction-Szene aufzustoßen und dass andere Filme darauf aufbauen können. Und das bringen die Slides auch in viele Folgen, die quasi die Dimensionen zu sprengen, um neue Wege in der Science-Fiction-Szene zu gehen, geht es leider in den meisten Folgen. Ja, so. Ja, Slider wollen essen mal Imbiss und wollen mit Cash zahlen, Bares, wird aber nicht angenommen, es gilt da nur Computergeld. Ja. Sie können dann für Essen hier arbeiten, in der Shopping Mall. Ja. Frau Welz und die größere Schwester von Wade Welz in ihrer Realität. Und Wade Welz ihr Vater, der aber eine kleine Abteilung leitet und bei denen sie sich bewerben. Ja, also die größere Schwester, die Frau Welz oder Mrs. Welz, die ist quasi zweite Geschäftsführerin. Ja. Also die Mrs. Welz ist zweite Geschäftsführerin, neben einem großen Manager, und der Vater, der tut nur so Abteilung. Leider, aber der Vater ist jetzt auch nicht begeistert von der Kompanie, von der Unmenschlichkeit, wie die Kompanie mit den Arbeitern umgeht. Hat aber sehr menschliche Einstellung, der Vater, was aber die Kompanie ganz anders sieht, und da ist halt so der Vater eine ganz andere Ideologie. So. Beim Bewerbungsgespräch und bei der Einstellung merkt, dass die größere Schwester ihre kleine Schwester, die Wade Welz, gar nicht erkennt, weil
Welt meint dann, dass sie in dieser Welt nicht geboren wurde durch das. Ja. Aber in der Welt, wo Welt eigentlich ursprünglich gestartet ist, wo ihr Universum ist, da gab sie und sie hat eine größere Schwester gehabt, ihren Vater und so. Aber in dem Universum, wo sie sich gerade befindet, du die Schwester und der Vater sie nicht erkennen. Ja, weil sie kurz vor der Geburt dann in der Realität, wo sie gerade sind, ist die Welt damals kurz vor ihrer Geburt gestorben und nie auf die Welt gekommen. Also gibt es die Welt quasi in der Realität, wo sie sich befindet, gar nicht und deswegen kann ihre große Schwester und ihr Vater sie gar nicht erkennen. Ja, es sind ja immer unterschiedliche Dimensionen, unterschiedliche Realitäten mit ganz anderen Geschichtsausgängen. Ja. Sofa quietscht. Oder mein Bauch, keine Ahnung. So, ne, Sofa. So. Ja, sie müssen quasi, der Mensch ist schon begeistert, weil da die Weihnachtskuh rausgeschmissen, wo der Weihnachtsmann und die Elfen spielen müssen hin und jetzt hat seit 2000 schon eine neue Crew und Maxim Fressatur spielt der Weihnachtsmann, Queen Mallory, Wade Wells und Rembrandt Brand spielen die Elfe. Ja. Davor bekommt ja jemand, die Mitarbeiter in so Computerarmband und davor haben die miterlebt, weil ein Mitarbeiter was falsch machte, dass er mit dem Stromschlag quasi den Todesstoß gekriegt hat. Ja. Da kommen wir aber weiter, warum das so ist. Ja. Ja, auf der Stadt in die Wolga, in dem Shopping Mall, das ist ein Heuschreckenkapitalismus, da beutet die Angestellten aus. Ja. Wenn Arbeit zu wenig in den Einkaufscenter, wo sie abends einkauft, wird um 3 Wochen vom Lohn gekürzt und die verdienen schon wenig. Ja. Und wenn sie viel einkaufen, dann können sie auf Kritik machen sie Schulden mit Zinsen und dann ist das so ein Schnellballsystem. Dann sind sie noch mehr an ihrem Arbeitsplatz da abhängig, um die Schulden wieder abzuzahlen, wurde aber nicht schuldenfrei und versklaven sich deswegen an den Kapitalismus. Ja. Arturo trifft die Mutter, also einmal zum Professor Arturo trifft die Mutter, die auch so ein Computer am Handgelenk hat, zum Sklavensystem gehört. Sie wollte das Kind nicht, dass das da aufwächst in den Bedingungen und wollte, dass das Kind auf dem Flachland, also auf der Erde, da bessere Chance hat, um ein besseres Leben zu gestalten. Und verschwindet schon wieder und haut schon wieder ab von Max Professor Arturo. Ja. Max Professor Arturo sieht, dass die Kinder nur an Geschenke interessiert sind, ja, und erzählt dann die wahre Bedeutung von Weihnachten. Ja. Was dahinter steht, dass der Mensch dahinter steht, die Liebe zwischen der Familie und Freunde dahinter steht und nicht, was man so konsumiert. Ja. Und die Kinder sind ganz begeistert, dass Max Professor Arturo
und seine Elfe, die wahre Sinn der Weihnachten dabei bringen. Ja. Die Armbänder der Mitarbeiter dienen zur Überwachung, die geben tödliche Stromstöße, wenn sie gegen die Regeln vom Shopping-Center was machen oder Anweisungen nicht verfolgen oder also nicht machen. Ja. Hat Kontakt mit ihrem Vater aus dieser Welt, der aber nicht weiß, dass sie seine Tochter ist, weil es eine ganz andere Realität ist. Und wie schon gesagt, Welt ist da vor ihrer Geburt schon gestorben. Also in dieser Realität, in der Realität, wo sie herkommen, ist natürlich geboren, aufgewachsen und zu der Frau geworden. Aber in der Realität, wo sie sind, das weiß der Vater nicht. Gibt dann den Rahmen zu schöne Weihnachtsgeschichte. Braun wird von der Werbung hypnotisiert und kauft ein und macht Schulter. Nicht mal Green Valerie bringt ihn zur Besinnung. Ja. Max und Professor Arturo erzählt der Frau, also der Mutter, von seiner schrecklichen Kindheit in England während des Zweiten Weltkriegs und seine Angst noch verlassen zu werden noch aktuell. Und dass sie das dem Baby nicht antun soll. Ja. Und sie haben eine ethische Diskussion, wo ich nicht weiter erzählen will, das müsst ihr euch selber anschauen, ich möchte euch nur einen Geschmack drauf geben. Ja. Die Mutter sagt, ja, ich war schuldenfrei und dann hole mein Kind wieder zurück, mein Baby oder mein Kind dann. Und mein Professor Arturo sagt, seien Sie nicht blind, Sie werden nicht schuldenfrei sein, das ist das System hier. Ja. So ist das System aufgebaut, dass Sie nie schuldenfrei werden. Ja. Arturo merkt, dass in der Werbung dass unterschwellige Botschaften drin sind, um aus den Menschen Shopping-Zombies zu machen. Ja. Und dass sie sich freiwillig dann sich versklaven lassen für Hungerlöhne. Weltweit überzeugt ihre große Schwester, dass sie ihre Schwester ist aus einer anderen Welt. Und jetzt wacht die größere Schwester auf und sie wollen das System stürzen. In diesem System gehören die Menschen nicht sich selber, sondern dem Sender. Queen Valerie zeigt wieder Karate. Ist jetzt nicht viel Technik, aber geniale Technik. Wie geht es weiter, will ich nicht erzählen. Können Sie das grausame Shopping-Center quasi stoppen oder töten die vom Shopping-Center die Sliders und ihr Gefolge, können die Sliders weiter sliden. Was ist mit dem Baby? Kann es jetzt unter normalen Bedingungen aufwachsen, ohne Sklaverei? Erfährt der Vater, dass Wetwels eigentlich seine Tochter ist, nur aus einer anderen Realität. Ja. Kann man den Rembrandt Braun seine Kaufsucht stoppen, dass er sich jetzt nicht noch mehr in die Schulter stürzt? Kann man da die ganzen Menschen aufwecken, dass sie aufhören, Shopping-Zombies zu werden? Das möchte ich nicht verraten, das lasse ich offen. Das müsst ihr euch selber anschauen. Alle Special Effects waren perfekt. Die Story war sehr gelungen, mit sehr viel, die ganzen Sliders sind dann eigentlich gefordert worden, von sich ganz viel preiszugeben und jeder Slider hat dann so seine eigene Weihnachtsstory, die aber dann wieder zusammenkommt, weil es ja schon eine Slider-Familie ist. Hat eine sehr schöne Weihnachtsgeschichte, die uns sehr bewegt und auch uns zum Andenken anregt. Ja. Dann halt auch, ist spannend, geniale Schauspieler wie immer,
Und gerade weil so eine weihnachtliche Stimmung ist und es also bezaubernd ist. Und da wird am Manager der Spiegel vorgehalten, dass das nicht im Weihnachten geht, um Geld zu verdienen, sondern um die Nächstenliebe, wie es im Christentum predigt wird. Und ich finde die Story perfekt und von 1 bis 10 hat es die Skala gesprengt, eine 11 verdient. Man guckt ja, dass man in seiner Sammlung eigentlich hauptsächlich 11 hat, aber man kann ja nicht nur 11 haben. So, ich fand die Folge auch sehr gelungen. Ja. Schöne Weihnachtsgeschichte, gut, wir haben jetzt keine Weihnachten, aber kann man sich anschauen, wenn kein Weihnachten ist, weil nächster Liebe soll nicht nur zu Weihnachten gelten. Ja. Ja. Und wer aus Weihnachten Hate-Nachten macht, dann hassen, das soll man zu seinen Emotionen wieder zurückfinden, weil so geht man nicht mit der heiligen Nacht um. Ja? Also ich wünsche euch einen schönen Wochenstart, passt auf euch auf. Ja? Und hat wieder Spaß gemacht, das anzuschauen, hat mich von Herzen sehr gefreut. Und ja, Lieferung Ende. Ich liebe die Serie Sliders, das wie Cobra Kai liebe ich auch, ja, und Walking Dead. Das ist meine Lieblingsserie. Ja. Und das war richtig wieder ein Science-Fiction-Fest und es war sehr schöne Weihnachtsfolge. Ja. So, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben, ob ihr es leider kennt. Und so wie die Geschichte erzählt hat mit der Stadt in der Wolke, Kinder einen Film, der so ähnlich ist. Ich wünsche euch was, liebe Freunde, Lieferung Ende. Ja. Oh, die Kniescheibe, Knochen knackert wieder. Ne?